Willkommen, liebe Freunde von Modellpilot EU, hier zum Out of the Box, zum Funracer aus dem Hause Multiplex. Ja, was hat es auf sich mit dem Funracer? Bevor ich die jetzt auspacke, die Kiste ist noch kalt, die ist gerade hier von dem Lieferservice angekommen, die ist noch ganz kalt aus dem Wagen. Wir erinnern uns an den Dogfighter, nicht wahr? Der Dogfighter, hier habe ich den als die schnelle Version. Und habe auch das Seitenruder hier eingebaut, noch nachträglich, hier mit dem Servo. Ja, wir erinnern uns an diesen Bau. Wir haben hier unten diese Glasfaser-Elemente drin und die Ruderhörner sind eingeklebt. Ja, das kennen wir noch. Wir haben noch viel daran nachträglich gearbeitet, damit unser Dogfighter ja, das Optimalste bringt. Hier habe ich auch den ganz starken Motor drin. Und jetzt sagte sich die Entwicklung von Multiplex, wir wollen den Dogfighter so anhübschen, einen Motor selbst auch entwickeln dafür, beziehungsweise machen lassen, den es eigentlich so gar nicht gibt, zu dem Setup mit einem 55 Ampere Regler für einen 3S 2600er LiPo, sollte mindestens 30C haben. Und die Anforderungen, ja, Dogfighter, die Form, wir lehnen den mal so ein bisschen an die P51 Strega und jetzt ist das Teil da, Entwicklungszeit 1 Jahr und da haben wir. So, und wir fangen gleich an und werden mal den öffnen. Ich lasse mich genauso überraschen wie ihr jetzt auch. Ich habe den noch nicht aufgehabt. Der Karton ist noch ganz kalt. Kommt von draußen. Ja, erstmal zur Optik. Ihr seht, P51, die Strega, kennt ihr, ne? Die Flügelform ist hier jetzt hier auch eine andere als die. Wir haben ja hier einen elliptischen Flügel. Aerodynamischer ist diese Form allemal, der induzierte Widerstand ist ein anderer von der P51. Und wir haben auch hinten dieses Knickdarm-Seitenruder hier vorne drin. Wir haben auch die zurückgesetzte Kanzel von diesem Rhino Racer. Also es ist so ein bisschen like gemacht, ja, wie die P51. Es gibt ihn auch in weiß, dann könnt ihr ihn auch selbst lackieren. Diese Farben, die auch Multiplex jetzt speziell auch hier für das Elapor hat, die haften sehr gut drauf. Ich habe das mal auf dem Easy Star ausprobiert. Ja, der sieht jetzt ziemlich poppig aus, aber von den vielen, vielen Landungen unten am Rumpf ist diese Farbe bei dem Easy Star, der hat ja kaum verschlissen und ist immer noch richtig knackig von der Pigmentierung her. Also es sind sehr gute Farben und da kann man sich dann individuell auslassen an der Kiste. Ja, jetzt will ich euch mal nicht so weiter auf die Folter spannen. Ja, ich bin ja selbst auch gespannt. Also gucken wir mal an. Also Flugminuten gibt man hier an, so 5 Minuten kannst du rumheizen. Die sagen, das sind 165 Klamotten, die man draufkriegt. Das ist ja auch das, was hier auch der der Dogfighter ja auch an den Tag gebracht hat. Er war auch meines Erachtens ein Tick schneller, aber Multiplex, sofern ich das von der Entwicklung damals mit verfolgen durfte und wie ich das so internes mitgekriegt habe, ist es so, der Motor, der jetzt hier in diesem Funracer drin ist, der ist auf das Gewicht sowie auf die Leistung und den Hinblick auf die kW und die er bringt, auf den Propeller so abgestimmt, ja, tunen kannst du es immer, ja, aber was wird es denn? Schwerer und so weiter und so fort. Jetzt sagten die, wir machen das Optimalste für uns, für unseren Funracer und haben das dann entsprechend dann wickeln lassen, machen lassen und das Ergebnis soll gut sein. Aber das werden wir ja im Flugbericht sehen, der ganz schnell anschließend dann kommt. Ja, machen wir mal auf. So. Ach, wieder alles super verpackt, damit da bloß nichts rumschwappt. Wichtiger Hinweis, Luftverkehrsordnung, logisch, ne? Also so ein kleiner Hinweis drin vom Deutschen Aeroclub sowie auch vom Deutschen Modellfliegerverband. Und jetzt haben wir hier die Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung
typisch wieder alles erklärt, wie was gemacht wird. Die Bauanleitung, Montage des Empfängers und was darf man nicht und Safety Informations. Und dann geht es dann los in den verschiedenen Sprachen. Und hier hinten die schönen Explosionszeichnungen drin. Das fällt mir direkt auf, nicht viel. Wir gucken uns lieber da an. Schwerpunkt haben wir hier unten markiert. Vielleicht ist ja auch in der Tragfläche dann auch markiert. Ja, wieder übersichtlich, schön in verschiedenen Sprachen. Legen wir es zur Seite. Wir wollen ja gucken, was drin ist. Ne? Das ist uns ja viel lieber. Wir haben hier Dekor. Hier die 84 mehrfach, wie ihr seht. Die werden wahrscheinlich hier noch aufgebracht. Hier, dort am Rumpf und an der Tragfläche, sowie auch hinten am Seitenleitwerk. Nochmal Zacki dran. Das sind diese Aufkleber. Dann haben wir hier noch Kleinteile, wie die Schrauben, eine Anlenkung sehe ich, dann hier die Halterung für die Klettbänder, die gegen das Verrutschen des Akkus helfen und so ein kleiner Einsatz. Da werden wir gleich sehen, wofür der ist. So. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Das pfeift, ne? Wenn ein Loch in der Tragfläche ist, dann fängt er an zu pfeifen. Deswegen werde ich das jetzt ganz vorsichtig. So. Die Lackierung macht ja schon einen tollen Eindruck. Und Made in Germany, muss ich immer wieder sagen. Die werden in Deutschland hergestellt und montiert. Ja, was verrät uns jetzt hier diese Tragfläche? Sie ist ausreichend fest. Da fällt mir was direkt auf. Seht ihr? Die sind geschraubt. Durchgeschraubt. Und damit schon mal eine sichtliche Verbesserung. Seht ihr? Die sind nur eingeklebt und die sind jetzt durchgeschraubt. Ja, das begeistert mich. Das ist ein Detail, das mich begeistert. Dann haben wir sehr spielfreie Servos drin. Was jetzt hier wackelt, ist nur das sehr spielfrei. Mal gucken, woran das liegt. Dann fällt mir auf, dass hier innen drin sind auch Kohleholme drin und die machen die ganze Sache hier unten ziemlich clean sozusagen. Das heißt also, die Oberfläche, die hier unten ist, die wird nicht perforiert durch die ganzen Stäbe, sondern man sieht hier nur die Kabel jetzt hier laufen. Hier einen kleinen Kohleholm, oder? Das ist ein Kohleholm, der geht bis hinten hin. Und dann hat der Kopfhalter hier hinten nochmal ein Glasfaser drin gehabt und hier, das ist jetzt alles weg. Das sieht ein bisschen besser aus. Ja. Spannweite ist ein bisschen größer. Ja, wie ihr oben seht, hier ist ein bisschen größer als beim Dock-Falter. Und die Oberfläche ist ganz glatt, ganz glatt. Das Elapor ist wirklich alles nur als Scharnier, da ist kein weiteres Scharnier mit eingebracht, so wie das aussieht. Nee, sondern es ist einfach in dem Elapor getragen, wie wir es normalerweise auch kennen. Aber das mit dem eingeschraubten Ruderhorn, das finde ich sehr gut. Gerade wenn wir jetzt im Dreck landen, ja, dann können die abreißen und so haben die einen großen Halt. Und es ist gegengesichert hier oben mit diesem Plastikelement. So komplett durchgeschraubt. Perfekt. Also macht einen guten Eindruck. Tragfähig. Gehen wir jetzt weiter. Oh Mann, können die gut verpacken.
Also wer das gerne auch wieder so in der Transportkiste tragen will, dann müsst ihr eigentlich nur hier unten die doppelseitigen Klebeband rausnehmen. Ja. So, dann könnt ihr das auch wieder runterklappen und dann die Tragfläche reinlegen. Also ihr könnt das auch als Transport- oder Aufbewahrungskiste nutzen. Jetzt nehmen wir das raus. Tut mir leid, jetzt in der Eile hier vor der Kamera, gerade beim Essen auspacken. Ja, wir haben hier einen Plastik-Chromspinner, der sieht ein bisschen schau aus. Ne? Und die Form sieht ja schon echt schnittig aus. Ja. Wenn man sich das so anschaut, wird das hier hinten eingebaut. So. Hier kommt der raus. Also das ist hier eine Saugschmatzpassung. Schaut mal, das ist hier vorne bündig, hier hinten bündig. Hier merkt man gar nicht, dass ein Snitch ist, ja, hier so. Also das sieht schon mal schau aus. Ja, gucken wir mal hier, öffnen wir den oberen Deckel. Was zeigt sich da? Da zeigt sich der Regler, das ist ein 755er SBC, der hat 55 Ampere bei 70 Ampere. Spitze und das BEC, das ist ein SBC mit 5 Volt, bringt 4 Ampere dauerhaft und 7 Ampere ja, stoßweise. Also das ist wirklich ein guter Regler, der hier drin ist. Dieser Roxy BL Control 755 SBC. Dann der speziell für den Fundraiser gebaute Motor ist hier vorne montiert. Ich habe ja ein bisschen recherchiert, nicht? Und will euch mal was näher erklären. Das Seitenruder-Servo, seht ihr, ist schon mittlerweile montiert, hier hinten, fertig drin. Es ist alles fertig drin, es sind alles Metallgetriebe-Servos. Also alles hochwertige Metallgetriebe-Servos. Und die Ruderhörner, die verschraubt sind, das haben wir jetzt gerade gesehen. Wir haben eine ABS-Landekufe hier vorne. Also der Dogfighter, der hat ja einen kleinen Nachteil, der verschleißt ja hier unten. Und das hat der halt nicht. Der hat hier eine ABS-Landekufe. Das heißt, also hier der vordere Bereich ist dadurch sehr geschützt. Ja, vielleicht kann man hier noch was draufkleben, noch mal so damit das auch noch geschützt ist. Aber hat schon mal Vorteile. Dann der Motorspand ist hier vierfach verschraubt. Und beim Dogfighter war er zweifach verschraubt. Ja, und eigentlich ist es so, das, was ich schon gesagt habe, müsste eigentlich jetzt alles, was ich auf den ersten Blick erkenne und auch recherchiert habe im Vorfeld, fertig sein. Und so sind wir jetzt hier auch mit fertig. Und brauchen jetzt nur noch den Akku da reinbauen. Das ist ein 3S 2600er 30C. Und wenn wir das jetzt hier reinschieben, ich hoffe, ich mache alles richtig, so, das lässt sich ja gut erklären. Da ist auch der Anschlag schön gezeigt. Hier, wo es bündig ist. Das rastet jetzt ein, zack, in den Rumpf, in der Nut, und dann wird es nur fixiert mit Epoxidharz, mit Zacki. Dann haben wir einen richtigen Reno Racer, also einen Fun Racer, komplett ausgerüstet, über alle Ruder ansteuerbar, mit den Querruder, Höhenruder, Seitenruder und Gas. Ja, und dann bin ich ja gespannt, was das Ding in der Luft bringt, ja, an Geschwindigkeit. Also, ich freue mich, ihn schon zu werfen. Wie soll man werfen? Soll man so werfen oder wie ist deine Lieblingsposition? So, leicht gedrückt, raus. Ja, wollen wir das testen? Ja? Also dann im nächsten Video geht's los zum
Flugbericht, also mir macht die Qualität unheimlich Spaß. Von der Lackierung her, auch wie scharfkantig die da hinten das angebunden haben, übergangslos. Der Schaum ist brutal hart. Ich drücke richtig drauf, glaube ich. Ja, sieht doch schick aus, oder? Ich sage nichts weiter, ne? Ihr seht selbst. Also, euer Stefan vom Modell Pilot U. Ciao.